Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde bei Cargold. Einen schönen guten Morgen. Heute haben wir einen ganz besonderen Porsche hier, und zwar ein Porsche 3,3 Turbo Coupé. Ab 1974 hat die Firma Porsche den ersten Turbo verbaut, den es überhaupt gab. Das war der erste Seriensportwagen, der richtig Dampf hatte, der richtig aufgeladen war. Und den Wagen gab es erstmal von 1974 bis 1977 mit 260 PS. Aber der Kunde wollte noch mehr haben, die Jungs wollten noch mehr Power fahren. Und dann hat man den 3,3 ab 1977 ins Leben gerufen mit 300 PS. Der Wagen war von 5,3 Sekunden von 0 bis 100 und hat eine Spitzengeschwindigkeit von 260 Stundenkilometer gehabt. Hier haben wir so ein Turbo, und das ist ein besonders guter Turbo. Das Auto ist insoweit interessant, das ist eine deutsche Erstzulassung. Der Wagen ist damals von einem Amerikaner dann zur Firma Ruf gebracht worden und ist dann, ich sag mal, mit allen Accessoires versehen worden, stärkerer Motor, größerer Hubraum, und ist aber dann 20 Jahre nach Amerika gekommen und hat da in der Sammlung gestanden und ist dann wieder zurückgekommen, ist dann verauktioniert worden und war dann wieder in Deutschland. Das Interessante an dem Wagen ist, das Auto hat erst wirklich original 33.000 Kilometer und hat zu 95% einen Erstlack. Also das, was ihr hier alles sehen könnt, ist alles original, auch hier im Interieur. Ist das Auto extrem gepflegt, das ist alles noch erstes Leder. Der Wagen befindet sich im völligen Originalzustand. Seht ihr an den Teppichböden, seht ihr an der Schaltung bis auf das Lenkrad. Wobei das originale Lenkrad, das haben wir, das zeige ich euch gleich, das wäre dabei, das ist ein Sportlenkrad in dem Fall. Und sonst hat der Wagen, ich sag mal charakteristisch so als erstes für den Wagen ist eigentlich, dass er hinten diesen, kennt ihr ja diesen Spoiler habt hier, dass das Auto diesen Spoiler hat. Dafür ist der Turbo ja absolut bekannt, das ist praktisch Markenzeichen des Turbo, und das hat damit zu tun, dass der Ladeluftkühler diesen Platz braucht unten drunter. Wir wollten ja die klassische 911-Form nicht richtig groß verändern, also brauchte man diesen Spoiler hinten. Daran erkennt man den Turbo. Übrigens, einige wissen ja von euch, ich bin eigentlich Hamburger, und dadurch kenne ich natürlich gut die Firma Rafael, und der Wagen ist seinerzeit bei Rafael in Hamburg erst ausgeliefert worden, 1985. Der ist dann weitergebaut worden bis 88, und Ende 88 gab es das Auto auch mit 5-Gang. Das sind heute eigentlich die gesuchtesten. Und wenn man dann noch was ganz Besonderes haben möchte, neben dem Coupé gab es sogar einen Turbo Targa und auch einen Turbo Cabriolet. Aber die mit 5-Gang eigentlich nur noch im Baujahr 89. Aber ich glaube, so ein Auto bekommen wir hier in Kürze, haben wir auch schon verkauft. Ganz gesucht, aber interessant bei dem Auto ist, diese tolle Farbkonfiguration ist so typisch Hamburger, ganz dunkel, entweder dunkelblau oder schwarz. Er hat schwarzes erstes Leder, Originallack schwarz, und das sieht natürlich sehr gedeckt und sehr, sehr schön aus. Und deswegen glaube ich, ist der Wagen auch wirklich interessant. Also er hat erst original 33.000 Kilometer, das zeige ich euch auch gleich, und befindet sich wirklich in einem ganz, ganz tollen Zustand. Das ist ein außergewöhnlich schöner Wagen. Ich hätte ihn jetzt gern Probe gefahren, nur wir haben im Moment so viele Probefahrten, dass ich einfach nicht dazu komme. Wir müssen teilweise auch diese Standmoderation hier machen. Das schaffen wir einfach nicht. Wir haben hier, wisst ihr vielleicht, ungefähr 130 Fahrzeuge im Bestand, und die kann ich einfach leider nicht alle beim Fahren zeigen, aber vielleicht machen wir das später noch. Ich mache euch jetzt mal hinten den Deckel auf zum Motorraum. Ja. Jetzt habe ich noch da gesucht, wo der 356 seinen Griff hat, aber es ist ja noch ein F-Turbo. Bitte sehr, so sieht ein Turbotriebwerk aus mit etwas über 300 PS in dem Fall. Wie gesagt, aufwendig bei Firma Ruf gemacht. Also den höheren Hubraum von 3,5 Litern, den haben wir noch. Alles andere wurde rückgerüstet und ist wieder völlig original. So, dementsprechend geht das Ding auch richtig los, dieser Porsche. Ist ein gefährliches Auto, ist ein richtiges fahrerdynamisches Auto, also was man wirklich beherrschen muss. Auto hat eine unglaubliche Kraft, und wenn also dieser Ladedruckkühler, wie heißt das genau? Ja, Turbolader ist einfacher, genau. Wenn dieser Turbolader richtig losgeht, bin also seinerzeit so ein Auto auch mal gefahren, habe ich zwar nicht besessen, aber ein Bekannter von mir hatte den. Also da muss man echt festhalten, muss man wirklich Auto fahren können. Das Auto ist nicht ungefährlich und ist auch ein bisschen eine Heckschleuder, das ist ja stark hecklastig, aber ist natürlich richtig was für Fahrer. Also jemand, der richtig wildes Ur-Porsche-Fahren haben möchte, der ist mit so einem Turbo genau richtig angezogen. Das ist richtig fahrdynamisch. Und da muss man auch wirklich gut Auto fahren können. Es reicht nicht einfach nur Gas zu geben, um mal zu gucken. Und diese ganzen unterstützenden Systeme, die es heute in neuen Autos gibt, das hat der nicht. Das Autofahren pur. So, und was natürlich eine Rarität ist, er hat erst diese ganz geringe Laufleistung. Ich setze mich jetzt kurz mal rein, erkläre ich noch ein bisschen zum Auto.
Das ist ein Sportlenkrad, manchmal durchaus sinnvoll, aber das Originallenkrad ist hier. Und wie ihr sehen könnt, das ist noch völlig neu, völlig unbenutzt, nicht abgegriffen, gar nichts. Das gehört da eigentlich drauf. Das ist natürlich sportlich, aber das ist mit dabei. Kurz zur Erklärung. Hier sieht man Druck vom Turbolader, kann man hier vorne sehen. Das geht dann nach oben. Hier vorne Drehzahlmesser, der dreht bis 6800 Umdrehungen, was eine ganze Menge ist. Ist ein 6-Zylinder-Boxermotor, der in diesem Fall hier etwas über 300 PS leistet. Hier vorne ist Öldruck, müsst ihr immer schön drauf achten. Da ist Füllmenge, das ist Temperatur, Entschuldigung, hier ist Füllmenge hier vorne. Und hier ist der Tank beim Turbo. Und hier könnt ihr sehen, original 33.000 Kilometer gelaufen, was sehr wenig ist, und ein Tachometer bis 300. Hier ist die Uhr, das ist das klassische 911 Cockpit, das kennt ihr ja auch von den frühen Autos. Damals hat man das 1964, so 64, 65 eingeführt. Hier vorne das originale Blaupunktradio, was es seinerzeit gab, und hier vorne ist die Heizung, Belüftung und so weiter. Wenn ich das richtig sehe, Klimaanlage hat er, glaube ich, nicht. Ist auch ein deutsches Auto, das brauchte man hier nicht. Was ich gut finde, Leder ist in einem ganz, ganz tollen Zustand, ist wirklich vorzüglich. Ist halt eben alles original und ist nicht kaputt, ist nicht gerissen, gar nichts. Auto hat eine Viergangschaltung, was auch schön ist, er hat ein originales Schiebedach hier. Und ja, hat eigentlich eine ziemlich gute Ausstattung, schwarz-schwarz ist toll. Hinten gibt es noch ein paar Notsitze, das könnt ihr sehen, da steht auch Turbo drauf, die sind hier hinten. Die waren aber runtergeklappt. Lautsprecher hinten oben. Und hinten steht Turbo drauf, das hat halt eben nur der Turbo gehabt. Ja, hier ist übrigens der Griff für die Tür zum Öffnen. Hier vorne 2 elektrische Fensterheber hat er auch. Stereoanlage, hier vorne Licht, hier die Warmblinkanlage und damit links immer Porsche typisch. Auf der linken Seite startet man das Auto. Ja, ich hatte ja selber mal so einen 911er, da war ich ungefähr 30 Jahre alt. Also es ist ein Auto, was wirklich hart fährt, wo man wirklich gefordert ist, und ein Porsche ist in der Regel innen relativ laut. Das ist halt ein klassischer 911er, und danach sind die Autos ja immer ein bisschen weicher geworden, finde ich. So gut, die Dinger sind auch toll, aber ja alle möglichen technischen Finessen, aber das ist hier ein absoluter Ur-Porsche mit der totalen Turbogewalt. Das war ein wirklich legendäres Auto. Und der Wagen ist dann gebaut worden von 1974 bis 1989, also relativ lange, und ein Turbo, wenn einer sagte, ich habe einen Turbo, da war sofort klar, was der für ein Auto meint. Das war halt eben ein Porsche Turbo. Ja, und wenn man da nicht Auto fahren konnte, hat man sich auch schnell mal die Ohren abgefahren. Das muss man einfach wissen. Das gilt auch heute noch, wenn man den Wagen kauft und seinen eigen nennt. Der fährt noch original, der fährt noch genauso, wie er vom Band gelaufen ist, aber vorsichtig sein. Kann ich euch nur sagen, weil der überholt einen ganz schnell selber und der geht ganz gewaltig zur Sache. Also ab 3000 Touren reißt einen das Auto nach vorne. Und so, wie man es nicht erwartet. Auch auf eine Art und Weise der Kraftentfaltung, wie man sie heute nicht gewöhnt ist. Und das Auto hat ja kein Allrad. Also viele dieser kräftigen Fahrzeuge haben ja heute Allrad, und wir haben alle möglichen Tüfteleien, damit sie ganz sicher auf der Straße bleiben und die Kraft auch auf die Straße bringen. Das hat er hier alles nicht. Hier müsst ihr echt mit dem Hintern Auto fahren können. Und wer das nicht kann, der sollte von dem Wagen lieber die Finger lassen, kann ich nur sagen. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir unsere beiden Betriebe in Hamburg seinerzeit hatten, das hieß ja damals noch anders, da kann ich mich erinnern, dass wir so ein Auto in Anthrazit mit Leder schwarz in Zahlung genommen hatten mit 60.000 Kilometer. Und ich hatte meinen kleinen Sohn damals dabei und habe dann draufgetreten. Also das Auto ist wie irre losgegangen. Er war völlig entsetzt, was ich da Gas gegeben habe. Es ging glücklicherweise geradeaus. Aber wenn man sowas in Kurven macht mit so einem Wagen, muss man, ich sag's nochmal, muss man wirklich vielleicht sogar fast besser auf dem Nürburgring gewesen sein, wenn man den richtig fahren will vorher und getestet haben, damit man genau weiß, was das Auto kann, wo die Grenzbereiche liegen und wo man es dann besser lässt. Also man muss wirklich Auto fahren können. Das ist aber echt ein Auto für Puristen. Das ist der Urturbo. Und ich glaube, es gibt nur ganz, ganz wenige Turbos, die original 33.000 gelaufen haben. Das lässt sich alles belegen. Wir haben eine dokumentierte Geschichte. Der letzte Besitzer, der das Auto dann, wie gesagt, gekauft hat, das ist auch ein Rennfahrer, ganz interessant übrigens, der ist das Auto 7.000 Kilometer gefahren. Also er ist unfallfrei, nachlackierungsfrei bis auf 2-3%, ganz bisschen nur. Rest ist original. Und auch innen, er hat ja innen Leder, auch an den Türen. Das ist alles in einem Top-Zustand hier. In einem wirklich guten Zustand. Und man darf nicht vergessen, das war über ganz, ganz lange Zeit das Spitzenprodukt der Firma Porsche. Also wenn man 70er, 80er Jahren sagte, ich habe einen Turbo, da war völlig klar, was gemeint war. Heute gibt es ja überall Turbos. Damals gab es das nicht. Das war der erste Seriensportwagen, wo man sagen konnte, ich habe einen Turbo. Das ist ein Turbo. Das ist dieser 911. Ja, also woran ihr noch einen 911er vom normalen 911er von einem 911 Turbo unterscheiden könnt, das sind die breiten Ausschnitte über den Rädern.
Die Radhäuser sind stark verbreitert, also daran hat man immer sofort ein Turbo erkannt. Es gab natürlich auch, man konnte damals, wenn man sich einen normalen 911er bestellt und gekauft hat, das auch als Turbopaket liefern und trotzdem war kein Turbomotor drin. Aber das Charakteristische und das Erkennungsmerkmal für einen Turbo sind immer die breiten Radhäuser. Könnt ihr sofort erkennen, hinten der Spoiler drauf, also wenn man das sieht, weiß man in der Regel, das ist ein Turbo. So. Wie gesagt, alles im Guten. Ach ja, hier hinten übrigens noch die Doppelauspuffanlage, das ist auch typisch Turbo. Das haben die normalen nicht gehabt. Könnt ihr hier vorne sehen. Also wenn man das gesehen hat, mit den Verbreiterungen war klar, da ist auch ein echter Turbo drin. Hinten steht es drauf, hier ist der Schriftzug Turbo. Interessant ist ja übrigens auch, dass die Lichter, also das sei vielleicht mal kurz bemerkt, was mir gerade auffällt, der ist auch gar nicht zerschossen vorne. Also ich kenne bei 911ern, das erste, wo man guckt, ist auf die Lichter oder hier vorne, da haben die dann so einen Hagelschauer abbekommen, wenn die regelmäßig auf der Autobahn bewegt wurden. Das hat er nicht, das ist alles noch in einem sehr, sehr guten Zustand. Ich meine, klar, in den USA konnte man nicht viel Autobahn fahren, ihr wisst ja, da kann man 100 Kilometer schnell fahren, mehr nicht. Hat vielleicht damit zu tun, dass er nie richtig Autobahn gesehen hat. Also auch die Felgen sind in einem erstklassigen Zustand. Schaut euch das mal hier vorne an. Da ist nichts kaputt oder angefahren irgendwo. Das ist alles in einem wunderschönen Zustand, so wie das ganze Auto eigentlich ganz, ganz toll gepflegt ist. Und ich glaube, es gibt wenig Turbos, die so einen guten Gesamtzustand haben. Viele sind ja dann doch wirklich hergenommen worden, richtig hart auch. Und da sah ein Auto anders aus als dieser hier. Also ich denke, der ist sogar was für eine Sammlung. Und ich kann euch das auch verraten, also der jetzige Besitzer hat das Auto uns gegeben, weil er endlich einen Fünfgang gefunden hat. Die sind ja ganz, ganz selten. Und wenn er mich mal anruft, also ich glaube, ich weiß auch noch einen Fünfgang, wer es denn möchte. Der ist natürlich noch deutlich teurer als dieser hier. Aber das Auto ist auch spannend. Der Wagen, das weiß ich gar nicht, was haben wir da eigentlich für einen Aufrufpreis? Also das Auto, das musst du weglassen. Naja, also auf jeden Fall weiß ich so viel, dass das Auto unter 200.000 Euro kostet, wohlgemerkt wegen der geringen Laufleistung. Echt ein schöner Wagen. Und der Rest müssen wir hier ein bisschen verhandeln. Ich glaube, da müssen wir mit dem Besitzer sprechen, der ist auch ein bisschen älter, aber fährt immer noch ganz scharf Auto und hat wirklich nur tolle Sachen in seiner Sammlung. Also ich weiß, ich habe schon einige Geschäfte mit ihm gemacht, da kann man sich darauf verlassen, was er besitzt, ist richtig gut. Er ist 7.000 Kilometer damit gefahren, das heißt, er weiß auch, das Auto ist gut und deswegen hat er jetzt die 33 Original. Ja, was es vielleicht auch nochmal alles unterstreicht, was ich eben gesagt habe, also wir haben über den Wagen hier ein sehr, sehr dickes, umfangreiches Gutachten, was gar nicht sehr alt ist, was Unterboden, Lack, was technischen Zustand, was wirklich alles beschreibt. Und hier steht drin Zustand 1-, also das ist deren Bewertung. Ich bin immer vorsichtig, ich finde, das ist eine 2, obwohl der sehr gut ist, der Wagen. Und was dann noch dazu kommt, es gehört die gesamte Akte hier dazu. Serviceheftchen von Porsche, Bedienungsanleitung vom Radio und so weiter. Das ist alles komplett vorhanden. Das sei vielleicht auch nochmal gezeigt hier vorne. Schaut mal hier. Das ist die Original 911 Turbo Carrera Betriebsanleitung, Pflegepass. Alles in Deutsch, daran könnt ihr sehen, deutsche Erstauslieferung. Also der Wagen hat alles, was es braucht. Steht alles drin, alles original, alles in einem guten Zustand. Alles vorhanden bei dem Auto. Ansonsten wünsche ich euch gute Gesundheit, viel Spaß jetzt beim Start in die neue Saison. Draußen scheint die Sonne, Paul, zeig mal. Hier ist richtig schönes Wetter geworden. Gestern hat es noch geschneit hier fast. Heute kommen jetzt 20 Grad. Nutzt eure schönen Oldtimer und freut euch daran. Freude am Auto, Cargold. Bis demnächst. Ciao, euer Stefan Luftschütz.